Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pharao. Ich bin euer Dominus und wir spielen aus dem Add-on Königin Gisnins Kleopatra die Episode Alte Eroberer. Ägypten ist von vielen neidischen Nachbarn umgeben, die es wie eine Horde Hyänen nach der Beute eines Löwen nach unserem reichen Imperium gelüstet. Können Sie die Armeen und Flotten auf die Beine stellen, die für die Vernichtung dieser wahrlich großen Bedrohung notwendig sind? Und das Nildelta gegen die Invasionen durch Seevolk, Assyrer und Perser verteidigen? Ägypten setzt alle Hoffnung auf sie. Die Nachrichten über Unzufriedenheit und Unruhe im Westen haben in letzter Zeit immer beunruhigendere Formen angenommen. Späher berichten, dass einige fremdartig sprechende Barbarenstämme an den Küsten von Kyrenaika westlich von uns gelandet sind. Als wäre dies nicht schon schlimm genug, stehen diese Menschen auch noch auf Seiten von Maraie, dem Sohn des Tit, König der Libyer und Feind des Pharao. Pharao Merneptah ist zu Ohren gekommen, dass sich diese ungehobelten Barbaren mit ihren Frauen, Kindern und weltlichen Besitztümern im Schlepptau bald nach Osten wenden werden. Auf der Suche nach einem Ort, an dem sie sich ansiedeln können, ziehen sie in Richtung des fruchtbaren Niltals, unseres Heimatlandes. Bei den nördlichen Oasen Siwa und Farafra hat es bereits kleinere Zwischenfälle gegeben. Jetzt liegt Pierre vor ihnen, ihre Stadt im Delta. Dieser langsam vorrückende Haufen von Barbaren könnte schon bald vor unseren Türen stehen. Der Pharao hat befohlen, dass sie keinesfalls weiter vordringen dürfen, sollten sie es tatsächlich bis hierher schaffen. Sie werden Holz für den Bau stabiler Kriegsschiffe und Kupfer für Waffen importieren müssen. Was für ein Glück, dass die früher so lästigen Hethiter dank des großen Sieges bei Kadesh durch Ramses II., den Vater unseres geliebten Merneptah, momentan friedlich sind. Befestigen Sie Ihre Stadt und bereiten Sie Ihre treuen Truppen auf einen Kampf auf Leben und Tod vor. Wie schon im Intro erwähnt, müssen wir bei allen Kampagnen der Episode Alte Eroberer stark militärisch aktiv sein müssen. Die erste Kampagne aus dieser Episode trägt den Namen Pierre, das Land des Seevolkes. Fremdartige Völker sind an den Küsten von Kyrenaika, dem heutigen Libyen, gelandet und der dortige König und Feind des Pharaos gewährt ihnen Einlass und Weiterzug, denn das Ziel dieser Menschen ist das fruchtbare Nildelta in unserem Staatsgebiet. Damit diese Eindringlinge nicht in unserem Land siedeln können, sollen wir Pierre im fruchtbaren Nildelta ausbauen und mit einer starken Kriegsflotte und Heer ausrüsten. Die Stadt soll eine Bevölkerung von 2500 Einwohner aufweisen, eine Kulturwertung von 25, eine Königreichswertung von 45 und eine Wohlstandswertung von 30 sind zu erreichen. Als Sonderziel haben wir 5 bescheidene Wohnhäuser zu entwickeln. Monumente müssen wir nicht errichten. Die Wertungen sind recht moderat. Wir werden uns hier voll und ganz auf die Verteidigung unserer Stadt und unserer Provinz konzentrieren müssen und wir schauen uns die Karte einmal an. Der Nil durchfließt hier von Süden nach Norden unsere Karte und typisch für das Nildelta haben wir hier kleine Flussarme, die unsere Karte zerteilt. Wir haben hier jede Menge fruchtbaren Nilschlamm. Hier im Westen haben wir Schilfvorkommen. Ja, und hier im Osten haben wir Waldvorkommen und den Immigrationspunkt. Schauen wir mal, was wir alles so produzieren können. An Farmen haben wir Getreide- und Kichererbsenfarmen. An Rohstoffen haben wir Ton und Schilf. Produzieren können wir Geschirr, Bier, Papyrus und Ziegel. Wir haben 2 Gottheiten zu huldigen, Osiris und Seth, wobei Osiris unser Schutzgott ist. Wir können unsere Stadt nicht sehr stark ausbauen. Wir können keine Bildungseinrichtungen bauen. Und was ganz wichtig ist, bei den öffentlichen Gebäuden können wir kein Gericht bauen. Das heißt, wir können unsere Gebäude tatsächlich nur bis zu den bescheidenen Wohnhäusern entwickeln lassen. Bei den militärischen Gebäuden haben wir keine Stadtverteidigung, also keine Mauern, Türme und Stadttore. Wir haben allerdings eine Akademie und bei den Forts können wir
auch nur Infanterie- und Bogenschützen ausbilden. Schauen wir mal nach unseren Handelspartnern. Pierre ist hier im westlichen Bereich des Nildeltas. Unser nächster Handelspartner ist Mennefer. Mennefer verkauft uns größere Mengen Getreide, Kichererbsen und Geschirr, kauft bei uns größere Mengen Gerste, Bier, Luxuswaren und Papyrus. In der westlichen Wüste haben wir die Oase Baharia. Dieser Handelspartner verkauft uns größere Mengen Getreide, Feigen und Ziegel, kauft bei uns größere Mengen Fisch und Luxuswaren. Noch weiter im Süden der westlichen Wüste haben wir die Oase Farafra. Dieser Handelspartner verkauft uns größere Mengen Feigen und Luxuswaren, kauft bei uns größere Mengen Holz und geringe Mengen Geschirr. Ganz weit im Westen haben wir die Oase Siwa. Die Oase Siwa verkauft uns größere Mengen Feigen und Gerste, kauft bei uns jede Menge Kupfer und größere Mengen Ziegel. Ja, im Land Libyen haben wir Kyrene. Dieser Handelspartner verkauft uns größere Mengen Fisch und Ton sowie Luxuswaren, kauft bei uns größere Mengen Kichererbsen, Stroh und Kupfer. Am Mittellauf des Nils haben wir Vasset. Vasset verkauft uns größere Mengen Ton und Gerste, kauft bei uns größere Mengen Feigen und Geschirr. An der östlichen Mittelmeerküste in der Levante haben wir Tyros. Dieser Handelspartner verkauft uns größere Mengen Luxuswaren und Holz, kauft bei uns größere Mengen Getreide und Leinen. Byblos verkauft uns größere Mengen Luxuswaren, Holz und Kupfer, kauft bei uns größere Mengen Feigen. Unser letzter Handelspartner ist Enkomi auf Zypern. Dieser Handelspartner verkauft uns jede Menge Kupfer, größere Mengen Fisch, Luxuswaren und Holz, kauft bei uns jede Menge Kichererbsen und größere Mengen Feigen und Bier. Unsere Hauptexporte werden Papyrus, Geschirr und Ziegel sein, später auch Bier, wo wir die Gerste importieren müssen. Damit können wir gute Gewinne erzielen. Wir müssen ja Holz und auch Kupfer für unser Militär importieren. Was ist nun der Plan? Die Besonderheit bei dieser Karte ist, dass sie halt nicht sehr groß ist und wir müssen eine Stadt mit 2500 Einwohnern entwickeln lassen. Das heißt, wir müssen ganz gut schauen, wie wir unsere Wohngebiete platzieren. Hier ist das große Schilfvorkommen, das heißt, hier werden wir unsere Papyrusproduktion etablieren. Hier wird ein Wohngebiet hinkommen. Nur hier, in diesem Bereich, haben wir die Möglichkeit, unsere maritimen Gebäude zu errichten. Das heißt Werft, Kriegshäfen, Transporthäfen und Docks. Auch hier werden wir eine kleine Siedlung entwickeln lassen, wo wir Geschirr, Ziegel und Bier produzieren. Und hier im Osten haben wir noch eine größere Fläche. Hier können wir auch ein größeres Wohngebiet entwickeln lassen. Das kann sich dann hier entsprechend mit Gütern und Nahrungsmitteln versorgen. Ja, beginnen wir nun mit dem Aufbau unserer Stadt Pierre und dem Ausbilden unserer schlagfertigen Armee. Wir haben nun jetzt hier auf den einzelnen Landteilen unser Wegesystem aufgebaut, wo wir Produktion und auch Wohngebiete platzieren wollen. Hier haben wir den Fährhafen auch schon errichtet. Ja, wir fangen jetzt an, die einzelnen Bereiche mit Parzellen auszuweisen. Wir fangen mit dem Wohngebiet an, was am weitesten vom Immigrationspunkt entfernt liegt. So, den Pausenmodus deaktivieren. Die Geschwindigkeit habe ich schon für den Bau auf 30% gestellt. So, dann können wir das jetzt hier so parzellieren. Wunderbar. Dann errichten wir jetzt hier auch die einzelnen Dienstleistungsgebäude. Zisterne, natürlich Feuerwache und Architekturbüro. Das kann hier hin. Und auch die Polizei. Hier, wo unser Produktionsgebiet hinkommt, werden wir natürlich auch eine Siedlung errichten. Das können wir hier entlang der Straße machen und dann wollte ich das hier noch so bauen. Ja, warum diese Form? Wenn unsere Arbeitsrekrutierer hier von den Gewerbestätten diese Straße entlang gehen, haben sie hier eine längere Strecke an Wohngebäuden, wo sie dann die Mitarbeiter entsprechend rekrutieren können. Ja, ein kleiner Trick, den ich hier anwende. Auch hier natürlich eine Zisterne.
und entsprechend Feuerwache und Architekturbüro. Ja, Polizeiposten auch nicht vergessen. Ja, und hier haben wir das große Wohngebiet, was ich jetzt noch entsprechend vervollständigen muss, weil da habe ich noch nicht den inneren Straßenkranz gebaut. So, dann noch die Unterhaltungseinrichtungen festlegen. Hier kommt der Pavillon hin und hier der Musikpavillon. Deswegen habe ich auch hier die beiden Straßen entsprechend doppelt ausgeführt. Auch hier sollten wir natürlich nicht unsere Dienstleistungsgebäude vergessen. Ja, und wir sollten auch für Seth einen Schrein errichten. Osiris ist unser Schutzgott. Da kommt hier ein entsprechender Tempel hin. Ja, und Seth, den brauchen wir eigentlich auch. Da bauen wir den Tempel hier auf. Natürlich müssen wir hier auch eine Feuerwache und ein Architekturbüro bauen. Ja, und dann sehen wir schon, wie unsere neuen Bürger in unsere Stadt einwandern. Wir werden jetzt noch beim Arbeitsberater wieder in gewohnter Weise die Prioritäten vergeben. Auch hier zahlen wir wieder etwas mehr Lohn und setzen die Steuern auf 0. So, dann sollten wir auch hier noch das Wohngebiet parzellieren. Wir sind übrigens mit einer sehr üppigen Stadtkasse von 10.000 Dieben ausstaffiert worden. Da können wir jetzt erstmal jede Menge bauen. Wir werden jetzt, sobald wir genügend Mitarbeiter haben, mit unserem ersten Exportgut beginnen und das ist Papyrus. Ja, wir haben jetzt genug Mitarbeiter, die eine Arbeit suchen. Beginnen wir jetzt mit der Papyruswerkstatt. Vorher hier noch ein paar Verschönerungen durchführen, sonst entwickelt sich hier nichts richtig. Zwei Schilfsammelstellen, die können wir hier errichten. Und dann bauen wir mal unsere Papyruswerkstätten. So, dann haben wir jetzt erstmal 5 Stück. Das sollte eigentlich reichen. Wir können nachher noch hier eine entsprechend errichten. Ja, komm, dann brauchen wir noch mal ein paar Plätze hier. Ja, solange es noch geht. Wir sollten früh genug daran denken, hier tatsächlich Verschönerungen durchzuführen. Sonst kriegen wir später die Gebäude nicht entsprechend entwickelt. Geld genug haben wir. So, dann brauchen wir das Warenlager für Papyrus. Das kann hier hin. Kann entsprechend eingestellt werden. Ja, und da sind die Wege ganz kurz. Da können jetzt ganz schnell hier unsere Papyruswerkstätten mit Schilf versorgt werden. Das sehen wir schon. Wir müssen jetzt nur entsprechend Arbeitskräfte haben. So, dann bauen wir auch noch mal ein paar Verschönerungen, ein paar Gärten. Und dann sieht das doch hier wirklich schon ziemlich gut aus. Bauen wir hier noch einen Tempel für Osiris, unserem Schutzgott. Dann hier so hin. Wunderbar. Wir brauchen natürlich auch noch einen Handelspartner für unser Papyrus. Das ist Mennefer. 150 Deben ist super günstig und Mennefer kauft auch Bier bei uns. Sehr gut. Es ist allerdings eine Seeroute. Na gut. Dann müssen wir gleich einen Dock noch errichten. So, Papyrus kann verkauft werden. Einmal komplett. Ja, und schon 500 Einwohner in Pierre. Und wir brauchen natürlich einen Dock, das wir hier errichten. So, dann sollten wir aber hier, glaube ich, auch nochmal eine Feuerwache und ein Architekturbüro bauen. Ja, und denkt bitte daran, dass ihr hier in der Bebauung eine Lücke lassen müsst, damit unsere Schilfsammler auch an ihren Rohstoff kommen. Sonst müssen sie weite Umwege laufen. Der Nil hat die fruchtbaren Gebiete überschwemmt. Wir bauen jetzt hier schon mal ein Arbeitslager. Dann werden wir gleich das erste Getreide auch
anbauen. Ja, und es ist auch schon soweit. Der Nil zieht sich zurück. Für das Anlegen der Felder werden wir noch mal schnell die Geschwindigkeit wieder etwas runtersetzen. Ja, und dann legen wir jetzt mal hier unsere Getreidefelder an. Ja, und die nächste Überschwemmung wird perfekt sein. Wunderbar. So, unsere 6 Getreidefarmen haben wir errichtet. Das Silo dafür kommt hier hin. Da können sich die Märkte aus den einzelnen Wohngebieten sich gut mit diesem Gut versorgen. Ja, und dann brauchen wir noch das Warenlager für Getreide. Ja, und das Silo in altbekannter Form wird das Getreide maximal fordern. Gut, dann haben wir auch unsere Nahrungsmittel jetzt schon in Produktion. Das geht ja wirklich ganz schnell. Aber mit der üppigen Stadtkasse, mit der wir ausgestattet waren, ging das auch ganz gut. So, hier bauen wir aber auch nochmal Feuerwache und Architekturbüro auf. Da kann man nicht genug haben. Und eine Sperre kann hier gebaut werden. So. Nun kümmern wir uns auch noch schnell um unsere Gesundheitseinrichtungen. Wir brauchen ja Arztpraxis und Apotheke aufgrund der Schilfvorkommen. So, und dann kann hier Arztpraxis hin. Und die Apotheke. So, das gleiche gilt natürlich hier. Da habe ich direkt 2 Apotheken gebaut. Ja, und hier natürlich auch. Ja, wunderbar. Das funktioniert auch hier. Ja, komm, bauen wir noch eine Papyruswerkstatt. Da wartet noch ein Karrenträger mit Schilf darauf, seinen Rohstoff weiterzugeben. Ja. Oh, noch schon direkt in Betrieb. Wunderbar. Bevor wir jetzt mit dem Aufbau unseres Militärs beginnen, noch schnell ein zweites Exportgut, nämlich Geschirr. Das werden wir hier produzieren. Dafür werden wir jetzt hier nochmal Verschönerungen bauen. Wir werden hier auch noch Docks und Kriegshäfen errichten. Da geht unsere Attraktivität auf jeden Fall in den Keller. Deswegen müssen wir hier mit großen Statuen arbeiten. Oh, wir haben die ersten Malaria-Vorfälle. Wo denn? Ah, hier. Okay, ja, vielleicht müssen wir doch noch eine zweite Apotheke bauen. Und wir haben eine Drohung durch eine andere Stadt. Und zwar die Stadt Kyrene fordert von uns 900 Einheiten Kupfer in 7 Monaten. Ansonsten wird eine Armee kommen und uns angreifen. Naja, wir werden uns nicht drohen lassen. Wir werden jetzt erstmal hier große Statuen bauen. So, und dann errichte ich jetzt hier das Warenlager für... Moment, stopp, nochmal weg. Auch hier sollten wir es nutzen und noch Plätze bauen. Sofern es geht. Sobald wir hier die ersten Docks errichtet haben, geht das nämlich nicht mehr. So, jetzt können wir das Warenlager hier bauen. Für Geschirr. So, und dann brauchen wir Tongruben. Wo passen denn hier welche hin? Da nicht, aber da. 1, 2. Ja, ihr könnt uns lange drohen, wie ihr wollt. Ihr bekommt die Waren nicht. 3 Tongruben sollten reichen. Dann bauen wir jetzt hier unsere Töpfereien. Aha, haben wir uns hier irgendwie verzählt? Wahrscheinlich, ne? Ja, jetzt werden Arbeitskräfte benötigt, aber das Getreide ist ja schon bald reif. Bauen wir jetzt mal hier unsere 3 Töpfereien.
Vasset wäre der Handelspartner, der unser Geschirr kauft, und Vasset verkauft uns auch die Gerste, die wir für das Bier brauchen. Diese Handelsroute eröffnen wir. Es ist auch eine Seeroute. So, dann kann das Geschirr auch verkauft werden. Ja, hier in diesem Wohngebiet in der Nähe der Sümpfe haben wir natürlich die größte Gefahr von Malaria. Da baue ich jetzt nochmal eine zweite Apotheke. So, den Basar habe ich, glaube ich, noch gar nicht eingestellt. Nein, habe ich nicht. Das sollte ich jetzt mal tun. Ja, und es wird geerntet. Leider habe ich ein Feld vergessen anzuschließen. Manchmal hat man so viele Sachen noch im Kopf, die man noch machen möchte, dass man wesentlichere Sachen dann vergisst. Aber wir haben es jetzt angeschlossen. So, unsere Bürger werden jetzt mit den ersten Nahrungsmitteln versorgt. Das ist sehr gut. Dann baue ich doch hier auch noch ein Basar auf. Na, ich glaube, ich tausche das hier mal. Dann kann der Basar hier hin und hier kommt die Arztpraxis hin. Das ist besser. So, jetzt wird dieser Basar aber auch direkt eingestellt. Ja, unsere Wohngebiete entwickeln sich weiter. Neue Bürger ziehen in unsere Stadt. Wir beginnen jetzt mit der Ausbildung unseres Militärs. Denn wir haben eine Drohung durch eine andere Stadt, nämlich Kyrene, die immer noch auf ihr Kupfer wartet. 24 Monate haben wir noch. Okay, dann beginnen wir mal. Für unser Militär brauchen wir eine Akademie. Die passt hier hin. Das ist aber nicht ganz so gut. Nein, wir machen das anders. Die Akademie passt nämlich hier rein. Ja, und wieder eine hervorragende Überschwemmung das nächste Jahr. Sehr gut. Osiris ist zufrieden mit uns. Ja, hier kommt die Akademie hin. Und der Drillplatz. Der kommt dann jetzt hier hin. Und dann haben wir nämlich hier noch die Möglichkeit zu erweitern. Dann bauen wir auch das erste Fort für die Bogenschützen. Die Forts können wir nämlich alle jetzt hier errichten. Wir können noch ein bisschen näher ran. So. Mittlerweile 1000 Einwohner in Pierre. Für unsere Kriegsflotte brauchen wir noch ein Warenlager. Das kann hier hin. Das kann das Holz aufnehmen. Ja, und für Holz brauchen wir jetzt erstmal eine Handelsroute. Vorher baue ich aber noch eine Töpferei hier auf. Holz bekommen wir vom Handelspartner Tyros und hier können wir auch die Überschüsse von Getreide verkaufen. Gut, Handelsroute wird eröffnet, auch eine Seeroute. Dann werden wir jetzt mal Holz einkaufen. 400 Einheiten. Ja, dann brauchen wir jetzt erstmal eine Werft. Die Werft kommt hier hin. Ja, dann bauen wir auch hier schon das zweite Dock. Das kann hier hin. Ja, es werden Arbeitskräfte benötigt. Ich weiß. So, dann müssen wir das aber hier noch anschließen. Das erste Holz ist im Warenlager und unsere Werft hat auch schon 100 Einheiten Holz. Wir können den ersten Kriegshafen bauen. Den errichten wir hier. Ja, das läuft doch alles sehr gut. Geschirrproduktion können wir nachher noch ein bisschen erweitern. Ja, wir werden jetzt mal hier in diesem größeren Wohngebiet den Festplatz errichten. Weil ich möchte die ersten Feste bald schon feiern, besonders für Seth. Dann können sich hier die Wohngebiete auch weiterentwickeln. Aber wir brauchen jetzt erstmal wieder neue Nahrungsmittel. Ich denke mal, da werden wir nachher nochmal ein Arbeitslager bauen und noch weitere Felder anlegen. Es wird jetzt geerntet, das ist gut. Ja, und wir kriegen eine Mitteilung. Die ägyptische Armee ist in einer schweren Schlacht verwickelt und wir müssen Truppen zur Verfügung stellen in den nächsten 7 Monaten. Okay, was brauchen wir denn überhaupt?
Ja, wir sollen Truppen zum Schutz der Oase Frarafra schicken. Okay, eine kleine Truppe wagt den Angriff. Wie sieht das denn hier mit unseren Bogenschützen aus? Oh ja, die sind bald komplett ausgebildet. Da warten wir jetzt noch, bis das Fort gefüllt ist. Ja, und hier ist unser erstes Kriegsschiff auch schon fertig. Sehr gut. Und das Getreide wird jetzt zum Silo gebracht. Ja, wir haben noch 6 Monate Zeit. Die Zeit brauche ich auch, damit ihr auch jede Menge Soldaten von mir bekommt. Ja, wir feiern mal ein Fest, und zwar für Seth. Da ist mir der Segen im Moment lieber als von Osiris. Ja, und wir könnten hier, glaube ich, auch mal ein Musikpavillon errichten. So, wir brauchen noch ein Arbeitslager jetzt. Das kann hier hin. Und dann können wir hier in den fruchtbaren Hirschlamm, ja, unser üppiges Fest für Seth. So, und dann haben wir jetzt hier auch weitere 6 Getreidefarmen. Ja, ich denke mir mal, wir kriegen jetzt unsere Bevölkerung gut ernährt. Die Stadtgasse sieht auch fantastisch aus. Ja, dann bauen wir hier auch schon mal ein Musikpavillon auf. So. Ja, unser Bogenschützenfort ist jetzt vollzählig. Wir können diese jetzt zum Königreichsdienst aussenden. Wunderbar. Ja, das zweite Fort für die Bogenschützen errichten wir auf dieser Seite des Nils. Nämlich hier. Dann haben wir hier eine gute Verteilung und dann sollten wir noch einen Transporthafen bauen. Und wir bauen einen weiteren Kriegshafen. Oh, eine neue Forderung. Und zwar von der Stadt Byblos. 600 Einheiten Kichererbsen in 10 Monaten. Okay, Kichererbsen bauen wir jetzt gar nicht an. Aber ich glaube, wir können sie importieren. Ich gucke mal eben. Ja, wunderbar. Das werden wir einfach importieren. Waren das jetzt 700 oder 600 Einheiten? 600, okay. So, wunderbar. Wir brauchen noch ein Warenlager, der die Ware aufnimmt. Das können wir hier in diesem Warenlager, wo wir das Holz eingelagert haben, einstellen. Naja, das sollte jetzt kein Problem sein. Ja, wir können maximal 2 Docks errichten. Den anderen Platz brauchen wir tatsächlich für unsere Kriegsflotte. So, ein Transporterschiff würde ich gern noch haben. Das passt hier hin. Ja, und unsere Geschirrproduktion würde ich gerne noch ein bisschen erweitern. Dann bauen wir jetzt hier noch eine Töpferei oder passt hier auch eine Tongrube noch hin? Ja, bauen wir eher eine Tongrube. Dann können wir lieber hier noch eine Töpferei bauen. Ja, so läuft das auch alles fantastisch. Oh, die Kichererbsen sind auch im Warenlager. Die Forderung kann verschickt werden. Kichererbsen wieder aus dem Import rausnehmen. Das nächste Exportgut, was wir produzieren werden, ist Bier, wo wir die Gerste für importieren müssen. Wir könnten noch Ziegel entsprechend produzieren und verkaufen. Die Oase Siba würde Ziegel kaufen und würde uns auch entsprechend Gerste verkaufen. Allerdings, hier haben wir Kyrene, von hier wird der Feind kommen. Ob diese beiden Handelspartner uns noch später zur Verfügung stellen, wenn es zum Krieg kommt, weiß ich nicht. Von daher warte ich da lieber nochmal mit. Ich denke mal, mit Bier können wir auch gute Gewinne erzielen. Ja, Osiris ist jetzt gleichgültig, das kann ich verstehen. Wir werden hier gleich auch nochmal ein Fest abhalten. Und wir können auch nochmal ein paar Schreine bauen. Hier passt das gut hin und dann kriegt Seth auch noch einen Schrein. Bis jetzt habe ich noch nicht viel von einem Segen hier gesehen. Naja, kommt bestimmt bald. Ja, aber wir verdienen richtig gut und die Helden kehren zurück. Wir waren erfolgreich. Wunderbar.
Naja, 12 Bogenschützen sind zurückgekehrt, aber ich denke, das haben wir schnell aufgefüllt. Bauen wir den nächsten Kriegshafen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, bis uns der Feind angreift. So, hier passt noch einer hin. Und hier passen noch 2 hin. Oh, das ist doch gut. Dann haben wir insgesamt 5 Kriegshäfen, 2 Docks und auch die Werft. Ja, wir erwarten ja eine gute Ernte. Da wird auch jetzt gerade geerntet. Wir bauen hier in dem Wohngebiet, wo wir unsere Papyrusproduktion haben, einen Basar auf. Die Königreichswertung steigt, da wir erfolgreich in der Schlacht waren. So, hier kommt der Basar hin. Ich hoffe, dass der Weg jetzt zum Silo nicht zu weit ist. Ja, wir bekommen die Mitteilung, dass die ägyptische Armee bei der Oase Siwa geschlagen wurde. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, wir bekommen die Mitteilung, dass der Pharao angeordnet hat, dass wir von der Stadt Enkomi 800 Einheiten Luxuswaren geschenkt bekommen. Das ist aber sehr nett hier. Gut, ja, wir müssen ein Warenlager für Luxuswaren freimachen. Das ist hier bei dem Geschirr. Das ist ja sehr nett. Können wir Luxuswaren verkaufen? Ja, können wir. Können wir direkt schon auf Export stellen. Ja, ich würde jetzt auch gerne noch Infanteristen ausbilden. Dafür müssen wir Kupfer importieren. Ich weiß nur nicht, ob wir uns das finanziell leisten können. Ja, wir nehmen die Luxuswaren an. Vielen Dank. Ja, und die Handelsroute nach der Oase Siwa existiert nicht mehr, da wir die Schlacht verloren haben. Gut, dass wir nicht mehr Ziegelproduktion begonnen haben. Vielen Dank, Pharao, für die Luxuswaren. Die können jetzt verkauft werden. Ja, dann werden wir jetzt entsprechend Kupfer importieren. Oh, da brauchen wir erstmal noch einen Handelspartner für. Das wäre in dem Fall jetzt Byblos. Wir könnten auch Enkomi nehmen. Die würden auch das Bier bei uns noch kaufen. Ja, machen wir hier die Handelsroute nach Enkomi auf. Eine Seeroute, klar, als Insel. So, und dann importieren wir jetzt mal 400 Einheiten Kupfer. Ich hoffe, wir können uns das leisten. Im Moment können wir uns das überhaupt nicht leisten. Ja, wir haben ein Geschenk des Nachbarn bekommen. 6 Waffen von Enkomi, da wir die Kichererbsen nach Byblos gebracht haben. Das ist super, dass wir jetzt auch unsere Infanterie ausbilden können. Das ist auch wichtig, weil in 8 Monaten erreicht uns das Seevolk, da der Handelsweg nach Kyrene geschlossen wurde. Okay, ja, hier dieses Warenlager habe ich schon freigemacht für Waffen, auch für Kupfer. Wir importieren jetzt das Kupfer, damit wir auch weitere Waffen herstellen können. Da kommt es schon. Allerdings sind wir dann jetzt in den Miesen. Ich weiß, kriegen wir denn noch was Geld vom Pharao? Wir waren ja noch gar nicht in den Miesen gewesen. Oh ja, nochmal 3000 Deben. Das ist super. Dann bauen wir jetzt noch schnell unsere 2 Waffenschmieden. Also eine passt auf jeden Fall hier hin. So, die andere baue ich jetzt erstmal hier hin. Die werde ich nachher wieder abreißen, wenn unsere Infanterie ausgebildet ist. Ja, bauen wir noch die letzten 2 Kriegshäfen auf. Hier. Dann haben wir jetzt nämlich auch maximal unsere Kriegsflotte ausgebaut. Und wir sollten immer etwas Holz im Warenlager jetzt haben. Holz wird über eine Seeroute gehandelt und wenn wir nachher vom Seevolk angegriffen werden, kann es sein, dass unsere Handelsrouten unterbrochen sind. Dann ist es gut, wenn wir Holz als Vorrat im Warenlager haben. Ja, 6 Monate haben wir noch. Ja, und wir haben noch ein paar Arbeitslose. Wir können jetzt tatsächlich mit der Bierproduktion beginnen. Ja, dieses Warenlager, wo wir das Holz eingelagert haben, kann jetzt Gerste und Bier annehmen, jeweils immer zur Hälfte. Und die Kichererbsen können wir ja rausnehmen. So, und dann importieren wir die Gerste, 800 Einheiten. Dann bauen wir jetzt mal hier
3 Brauereien. Bauen hier auch nochmal Schreine. Und setzen das Bier jetzt auf Export. Das kann jetzt komplett verkauft werden. 1 Monat Zeit haben wir noch, bis uns das Seevolk angreift. Wir werden mal unsere Flotte platzieren. Und zwar hier genau in der Mitte des Flusses. Ich gehe davon aus, dass sie tatsächlich hier vom Norden her angreifen. So, und dann werden wir hier den Befehl Position halten angeben. Ja, und jetzt ist soweit. Die feindliche Armee greift an. Wir schauen mal wo. Ja, wie ich es erwartet habe. So, die Geschwindigkeit kann jetzt erstmal runtergesetzt werden. So, auf 30. Und dann müssen wir mal gucken, was wir hier haben. Ja, hier haben wir das Kriegsschiff und das sind, glaube ich, 2 Transporterschiffe. Jawohl. Ja, und das Wichtigste ist, dass wir jetzt die Transporterschiffe ausschalten. Also wir haben 2 Transporterschiffe und ich glaube 3 Kriegsschiffe. So, wir müssen jetzt schon allmählich hier ein bisschen abrücken. Ja, wir kriegen die Transporterschiffe nicht zerstört. Wir müssen jetzt hier frontal angreifen. Oh, das erste Transporterschiff ist gesunken. Sehr gut. So, das andere glaube ich auch. So, hier kommt man hier rüber. Ja, hier ist es der volle Kampf entbrannt. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir haben ja keine Türme, die unsere Kriegsschiffe unterstützen können. Allerdings können Bogenschützen das sehr gut, wenn sie nah genug am Ufer platziert sind. Gut, hier müssen wir jetzt gucken. Warum kämpfst du nicht? Ja, wir bekommen die Mitteilung, dass in 2 Monaten eine weitere Armee des Seevolkes uns angreifen wird. Das ist nicht nett. Ja, den Segen wollte ich von Seth, der alle Feinde niederstreckt, die es wagen, unsere Stadt anzugreifen. Sehr schön. Betrifft allerdings nicht unbedingt die feindliche Kriegsflotte. Allerdings haben wir, glaube ich, den Kampf hier schon mal gewonnen. Menschen wandern in die Stadt ein. Ja, unsere Bogenschützen haben Position bezogen und ihr seht, wie jetzt die Bogenschützen auf die feindlichen Schiffe schießen. Also, wir können auch die Bogenschützen dafür einsetzen, feindliche Kriegsschiffe zu attackieren. Allerdings werden sie natürlich auch von den feindlichen Schiffen attackiert und werden dadurch entsprechend dezimiert. Aber das ist jetzt erstmal egal. Wir schauen jetzt mal, dass hier die feindlichen Kriegsschiffe auch entsprechend zerstört werden. Ja, und da ist zum Beispiel schon das erste Kriegsschiff des Seevolkes von den Bogenschützen zerstört worden. Sehr gut. Ja, 1 Monat bleibt uns noch, bis der nächste Angriff des Seevolkes erfolgt. Ja, und wir haben es geschafft. Nur noch ein feindliches Schiff des Seevolkes ist übrig. Da kümmern sich jetzt unsere Bogenschützen drum. Allerdings, wenn jetzt nochmal feindliche Schiffe kommen, dann wird es etwas schwierig werden hier. Ja, und ihr seht, dass die feindlichen Schiffe trotzdem unsere Handelspartner zu Wasser angreifen und die Boote auch zerstören. Das heißt, der Handel ist dann tatsächlich unterbrochen, so lange. Ja, eine hervorragende Überschwemmung nächstes Jahr, fantastisch. Unsere Warenlager und Silos sind voll, aber ich möchte jetzt erstmal dieses Boot hier zerstört wissen. Ja, und wir haben es geschafft. Das letzte Kriegsschiff des Seevolkes ist zerstört worden. Fantastisch. Ja, wir haben noch 11 Bogenschützen. Die können aber jetzt zurück zum Fort. Ja, und hier unser Kriegsschiff kann jetzt erstmal repariert werden. Ja, und der zweite Angriff erfolgt. Mal gucken, wo sie angreifen. Okay. Oh, sie greifen direkt zu Land an. Hier sehen wir sie am Kartenrand. Okay. Ja, wir haben ja hier unsere Infanterie.
Die werden wir mal hier entsprechend positionieren und dahinter die Bogenschützen. Und dann hoffe ich mal, dass wir diesen Kampf jetzt auch bestreiten. Wir haben aber auch noch den Segen von Seth. Ja, der Kampf ist schon entbrannt hier. Unsere Infanteristen haben den Kampf schon aufgenommen und werden von unseren Bogenschützen entsprechend unterstützt. Allerdings, die Musik hat sich gar nicht verändert. Ich gehe davon aus, dass es eine kleine Truppe ist, die hier angreift. Jetzt greift der Rest der Armee an, aber es ist wirklich nicht viel, die jetzt hier noch angreifen. Außerdem warte ich immer noch auf den Segen von Seth, der unsere Stadt beschützt. Ja, dann kann jetzt unsere Infanterie doch jetzt hier auch angreifen. Die Bogenschützen sind ja schon beschäftigt, den Feind zu attackieren. Ja, da ist der Segen. Unsere Feinde werden niedergestreckt. Sehr gut. Haben wir überhaupt dann noch Feinde da? Nein, haben wir nicht mehr. Ja, den Kampf haben wir auch gewonnen. Sehr zufrieden. Dann könnt ihr zurück zum Fort. Geschwindigkeit können wir jetzt wieder auf 70% stellen. Ja, wunderbar. Zu Ehren des Sieges feiern wir ein Fest, aber diesmal für Osiris. So, dann werden wir den Kupferimport wieder starten. Den hatte ich gestoppt, weil unsere Stadtkasse im Minus war. Aber nur 200 Einheiten, das muss reichen. Gut, wir entwickeln unsere Stadt jetzt mal weiter. Wir werden den Bazar auffordern, hier Geschirr zu kaufen. Wir werden auch für Geschirr jetzt ein kleines Limit einstellen. Von 400 Einheiten, das müsste reichen. Ja, wir bauen jetzt mal hier in diesem Wohngebiet den Pavillon. Das ist auch das einzige Wohngebiet, was einen Pavillon bekommt. So. Dann errichten wir hier entsprechend das Konservatorium. So, das bauen wir hier noch ein bisschen um. Die Apotheke kann hier hin. Dann kann die hier weg. Das passt ganz gut. Dann bauen wir noch eine Zahnarztpraxis. Ich glaube, die brauchen wir auch für unsere Kulturwertung. Ja, und jetzt baue ich auch mal meinen privaten Wohnsitz. Passt der hier hin? Wunderbar. Ja, und wir können auch noch die Bierproduktion erweitern. Da wollte ich ja insgesamt 6 Brauereien haben. Ups, verklickt. So, und dann Geschirrproduktion. Können wir noch eine Töpferei hier hinbauen. Das passt. So, müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir haben nämlich ja kein Geld. Ja, schon wieder Schulden gemacht, weil wir Holz eingekauft haben und Kupfer. Ja, unsere Infanterie ist ausgebildet. Wir brauchen jetzt kein Kupfer mehr. Das können wir jetzt entsprechend ausschalten. Den Import. Und dann können wir auch hier die eine Waffenschmiede entfernen. Diese Waffenschmiede kann auch entfernt werden. Oder, nee, wir lassen nochmal das restliche Kupfer in Waffen umwandeln. Das können wir ja im Warenlager entsprechend dann deponieren. Hier sollte aber ein Musikpavillon hin. Der passt, glaube ich, genau hier hin. Ja, Schulden haben wir gemacht. Interessiert mich jetzt im Moment nicht. Musikpavillon passt hier hin. Wunderbar. So, das gefällt mir jetzt hier nicht so richtig. Wie bauen wir das um? Oh, die brauchen Wasser. Okay, dann bauen wir noch eine Zisterne hier auf. Ja, es hat geklappt mit der Zisterne. Jetzt können sich diese Wohngebiete ja auch weiterentwickeln. Sehr gut. Wir brauchen ja 2500 Einwohner. Nochmal ein kurzer Blick zu unseren Handelspartnern. Mit der Oase Baharia können wir eigentlich nicht handeln, weil wir nichts verkaufen, was sie wollen. Ja, wir können noch die Handelsroute zur Oase Frarafra eröffnen. Die kaufen noch Geschirr, das machen wir. Ein Blick auf die Wertung zeigt tatsächlich, dass wir alle Wertungen erreicht haben. Uns fehlen jetzt nur noch die 5 bescheidenen Wohnhäuser und 2500 Einwohner.
Sofern wir jetzt hier nicht angegriffen werden, können wir uns jetzt voll und ganz auf die Entwicklung unserer Stadt konzentrieren. Ein Segen von Osiris, die nächste Überschwemmung wird perfekt sein. Ja, ich glaube, wir können sogar jetzt allmählich Überschüsse von Getreide verkaufen. Da haben wir, glaube ich, jetzt mehr als genug. Oder warten wir noch, bis wir unsere Wohngebiete soweit entwickelt haben? Wir schauen mal. Wir errichten jetzt erstmal den Dorfpalast. Der passt hier hin. Und dann können wir auch Steuern erheben. Können wir hier ein Steuereintreiberbüro bauen. Und hier. Und hier können auch Steuern erhoben werden. Passt denn hier irgendwo was hin? Wir könnten hier den Schrein der Osiris versetzen. Gucken wir mal. Nein, ach wie schade. Passt nicht. Dann habt ihr hier Glück gehabt, da werdet ihr nicht steuerlich belangt. Wir bauen nochmal schnell die beiden Schreine auf für Osiris. Ja, und dann bauen wir hier auch noch Tempel auf. Die müssten hier passen. Ja. Das sieht gut aus. Ja, dann entwickeln sich unsere Gebäude auch weiter. Wir brauchen noch eine Tanzschule. Die kann tatsächlich hier hin. So, jetzt brauchen wir tatsächlich Mitarbeiter. Wir sollten noch die Steuern einstellen, sonst können wir hier nichts generieren. So, 9% werden hier jetzt entsprechend eingetrieben. So, dann verschönern wir hier das Wohngebiet auch noch mal ein bisschen. So, dann kann der Markt hier auch entsprechend Geschirr einkaufen. Ich überlege jetzt gerade, ob ich noch einen zweiten Bazar baue. Ich glaube ja. Der kann sich nämlich jetzt nur um Geschirr und um Bier kümmern. Erstmal nur Geschirr. Nahrungsmittel werden von dem anderen entsprechend gekauft. Ja, und mittlerweile haben wir 2000 Einwohner in unserer Stadt. Wir werden jetzt hier in diesem Wohngebiet auch das Geschirr freigeben. Ja, und mit den ganzen neuen Bürgern, die jetzt in unsere Stadt einwandern, werden wir noch ein bisschen mehr Geschirr produzieren. Da brauchen wir, glaube ich, noch mal eine Tongrube. Die passt tatsächlich dann jetzt mal hier hin. Und dann bauen wir noch mal... Hier passt eine Töpferei hin. Ja, so. Das sieht doch gut aus. Dann bauen wir hier aber auch noch mal eine Feuerwache und ein Architekturbüro. Ja, und jetzt können wir tatsächlich Getreide verkaufen. Ihr seht, Silo und Warenlager ist voll und es stehen noch Karrenschieber mit Getreide vor den beiden Einrichtungen. So, Getreide kann exportiert werden. Da lassen wir mal 1800 Einheiten im Warenlager. So, dann können wir noch ein bisschen Geld generieren. Wir bekommen eine Forderung, und zwar von der Stadt Byblos. 500 Einheiten Getreide in 10 Monaten. Ja, mit Getreide kann ich, glaube ich, aushelfen. Da haben wir mehr als genug im Warenlager. Bitteschön. Ja, und hier unser großes Wohngebiet hat sich auch gut entwickelt. Wir werden jetzt hier noch das Bier freigeben. Und dann hoffe ich mal, dass wir mit der Entwicklung der Wohngebiete die 2500 Einwohner erzielen. Ja, für Bier sollten wir dann auch ein kleines Limit einstellen. Auch nochmal 400 Einheiten. Ja, und das Bier ist im großen Wohngebiet jetzt auch angekommen. Wir haben die Entwicklung zum bescheidenen Wohnhaus. Sehr gut. Das haben wir jetzt auch erreicht. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch 2500 Einwohner. Und die Mission ist geschafft. Nochmal ein kurzer Blick auf die Wertungen. Die haben wir alle geschafft.
Ja, bevor wir jetzt die 2500 Einwohner erreichen, nochmal ein kurzer Blick auf Pierre. Hier am Immigrationspunkt haben wir unser großes Wohngebiet und im weiteren Verlauf hier, wo der Nil ist, haben wir ein Wohngebiet, wo wir die Produktionsstätten Bier und Geschirr etabliert haben. Hier haben wir auch unsere Kriegsflotte aufgebaut. Auf der anderen Seite des Nils haben wir eine kleine Siedlung, wo wir unsere Papyrusproduktion gestartet haben. Ja, und hier haben wir auch unser Heer ausgebildet. Ja, bevor wir jetzt die 2500 Einwohner erreichen, mussten wir tatsächlich noch alle Wohngebiete hier zu den bescheidenen Wohnhäusern entwickeln lassen und mit Bier versorgen. Aber jetzt sollten wir das Bevölkerungsziel erreichen und wir schließen die erste Kampagne aus der Episode Alte Eroberer ab. Wir haben es geschafft. Wir haben die Eindringlinge erfolgreich zurückgeschlagen und wir schauen, wie es weitergeht. Die Sonne hat die Sturmwolken vertrieben, die Ägypten verdunkelten. Groß ist die Freude. Der Anführer der Libu ist mitsamt seinen Verbündeten im Schutze der Nacht geflohen. Ihr Vorhaben, sich an unseren Küsten niederzulassen, wurde im Keim erstickt. Viele ihrer Frauen und Kinder sind nun bei uns in schmachvoller Gefangenschaft. Die nächste Kampagne in der Episode Alte Eroberer des Add-on Königin des Nils Kleopatra ist Migdol. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.